Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über die Vorteile von Elektro-Lkw. Diesmal widmen wir uns dem Thema, dass man mit Elektro-Lkw tatsächlich auch Neukunden gewinnen kann. Allein durch die Elektro-Lkw. Wie das funktioniert, das hat mein Kollege Norbert sich mal angeschaut. Diesel als wirtschaftlicher Antrieb in der Speditionsbranche war in den letzten Jahren eine Selbstverständlichkeit und das Interesse für alternative Lösungen eher gering. Aber die Diskussion um die CO2-Reduzierung als Folge der Klimaentwicklung hat vieles verändert. Ebenso als Folge die drastische Erhöhung der Lkw-Maut. Auch die Nutzfahrzeugindustrie hat längst reagiert und versucht, das Transportgewerbe für den Einsatz von Elektro-Lkw zu gewinnen. Inzwischen gibt es große Firmen, die, weil sie über die entsprechende Ladeinfrastruktur verfügen, ihre Fuhrparks angepasst haben. Neben den Auswirkungen für die Umwelt ist vor allem die Einsparung bei den Mautkosten entscheidend. Auffällig ist aber auch, dass sich ebenso mittelständische und kleinere Betriebe für Elektro-Lkw interessieren. Und das, obwohl diese deutlich teurer sind. Hier schaut sich Spediteur Joachim Fehrenkötter bei einem Werksbesuch einen Mercedes-Benz E-Actros 600 an. Es ist kein gespieltes Interesse, denn Joachim hat auch einen solchen Lkw bestellt. Und er nennt uns die Gründe, weshalb bald ein E-Lastwagen seinen Fuhrpark ergänzen wird. Also wir starten mit Elektromobilität im Nutzfahrzeugbereich in diesem Jahr. Für mich eigentlich schon wieder ein bisschen spät. Ich wäre gerne eher dran gewesen. Wir wollen unbedingt Erfahrung sammeln. Wir wollen sehen, wie funktioniert so ein Fahrzeug, wie ist das mit dem Laden, Ladezeiten und so weiter. Wir müssen ja erstmal Erfahrung sammeln, bevor wir in der Flotte große Schritte tun, die dann auch nicht mehr zurückzudrehen sind, weil ich sag mal, wir sprechen hier von einer Investition, die mehr als bei dem Doppelten liegt eines normalen LKWs. Die Firma Fehrenkötter ist auf Spezial- und Sondertransporte ausgerichtet, europaweit. Deshalb hat das Thema Elektro-Lkw lange Zeit auch eine untergeordnete Rolle gespielt. Doch mit der Vorstellung des Mercedes-Benz E-Actros 600 wurde ein Lkw präsentiert, bei dem der Hersteller aufgrund neuer Batterietechnologien und umfangreicher Tests eine Reichweite von 500 Kilometern garantiert. Auch die Lebensdauer der neuartigen LFP-Batterien soll bis zu 1,2 Millionen Kilometer betragen. Das sind Faktoren, die auch Joachim Fehrenkötter beeindruckt haben und die das Thema E-Lkw in einem neuen Blickwinkel erscheinen lassen. Deshalb glaubt er auch, dass die Anschaffung eines Elektro-Lkw zukünftig hinsichtlich der Auftragslage von Speditionen marktbeeinflussend sein wird. Das bedeutet auch, dass E-Lkw zu einem Instrument der Kundengewinnung werden. Also der Elektro-Lkw wird für viele ein Vertriebsinstrument auch sein, weil eben mehr und mehr Unternehmen auf den Elektro-Lkw setzen müssen, um CO2 zu reduzieren. Und da wird schon ein Wettbewerb entstehen, der sagt, wer den Elektro-Lkw hat, der wird den Auftrag bekommen. Die Elektromobilität im Nutzfahrzeugbereich ist aus meiner Sicht gut, um zum Beispiel neue Kunden zu gewinnen. Es gibt eben auch Logistik- und Transportunternehmen, die sagen, wir werden weiter 100% auf den Diesel setzen. Und da wird es schon Marktverschiebungen geben, da bin ich mir sehr sicher. Vor allem aber die Tatsache, dass sich inzwischen viele namhafte Logistiker wie Contago für Elektro-Lkw entschieden haben, macht anderen Transportunternehmen Mut, der E-Technik zu vertrauen. So markieren die ersten Flottenauslieferungen des Mercedes-Benz E-Actros 600 denn auch für den Hersteller einen wichtigen Meilenstein. Er könnte gleichzeitig für mehr Wettbewerb zwischen den Antriebsarten sorgen. Jetzt geht's richtig los. Bisher waren wir eben nur mit Prototypenfahrzeugen, auch in der Kundenerprobung unterwegs. Aber das sind jetzt wirklich die ersten richtigen Serienfahrzeuge, die rausgehen an Kunden. Und das ist so ein Tag, ab jetzt gilt's quasi. Und ich sag mal, das erfüllt uns mit Stolz, auch dass die großen Flottenbetreiber sich entschieden haben für die Fahrzeuge. Mit den LFP-Batterien haben wir jetzt eine Lösung, dass die Fahrzeuge komplett das Gleiche können wie ein Dieselfahrzeug, also was Lebensdauer und Robustheit angeht. Und plötzlich hat sich daraus dann auch ein Business Case ergeben, der tatsächlich sehr interessant ist gegenüber dem Dieselfahrzeug. Aber auch die Flottenbetreiber selbst haben sich Gedanken gemacht. Ein E-Lkw kann betriebswirtschaftlich Sinn ergeben und sich durchaus rechnen.
Aus unserer Sicht macht es viel Sinn, solche Fahrzeuge einzusetzen, wenn man eben diesen Dreiklang betrachtet, dass man einmal die Mautersparnis hat, zum Zweiten die CO2-Besteuerung, die ja auch weiter steigen wird, und eben einen vernünftigen Business Case mit einer richtigen Ladeinfrastruktur. Die deutlich höheren Anschaffungskosten für einen Elektro-Lkw könnten viele Unternehmen, wenn es zukünftig auch keine staatlichen Förderungen geben sollte, mit längeren Abschreibungen beantworten. Vor allem aber die für Diesel-Lkw in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Mautkosten sind ein Faktor, der viele Speditionen beschäftigt und nachdenken lässt. Denn E-Lkw fahren mautfrei. Doch um welche Kosten geht es hier für einen einzelnen Lkw überhaupt? Also die Mautbefreiung eines Elektro-Lkw ist ein wesentlicher Faktor für die Anschaffung eines Lkws mit batterieelektrischem Antrieb. Wir haben im Monat Kosten zwischen 2.000 und 3.000 Euro im Schnitt, teilweise auch drüber, an Maut. Und das würde uns natürlich schon in der Kostenbetrachtung wirklich helfen. Die Frage ist, bleibt das in Zukunft so? Die Politik hat ja schon ein paar Kapriolen gedreht in den letzten Jahren. Viele Faktoren fallen bei der Anschaffung eines Lkw in die Waagschale. Eine steigende Bedeutung hat der Transport von Elektro-Lkw schon jetzt auf der letzten Meile, also vor allem in den Innenstädten. Sich gegenüber der E-Mobilität komplett zu verschließen, könnte bedeuten, den Anschluss an die Zukunft zu verpassen und so Kunden zu verlieren. Ja, vielen Dank, Norbert. Das sind doch mal handfeste Argumente für den Elektro-Lkw. Ja, und für unsere nächste Folge über die Vorteile von Elektro-Lkw, da schauen wir uns jetzt ein Unternehmen an, das wirklich ganz massiv in die Elektromobilität investiert. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum machen die das? Das schauen wir uns im nächsten Beitrag an. Bis dahin, ciao, servus, gute Fahrt euch.